Hallo liebe Leute, willkommen in meinem Kanal und heute zeige ich Ihnen meine kleine Balkan Garten und obwohl das ist, hat keine Figuren und alles, aber euch wissen, dass ich bin aus Indien und ich gucke gerne. So, ich habe meistens alle essbare und Kräuterpflanzen gebaut. So, okay, sehen wir, hier gibt es Petersilienpflanzen und hier gibt es Rosmarinpflanzen und hier ist Minzpflanzen und hier habe ich eine kleine Cocktail-Tomato-Pflanze und eine Schnittlauch und Basilikum habe ich auch und dann hier gibt es zwei Töpfchen von Koriander und hier gibt es Thyme und Oregano und dann das ist ein sehr gute Pflanze. Ich glaube, Sie können das nicht vermuten. Was ist das? Das ist Kichererbsen. Das ist braune Kichererbsen. Das habe ich vor einige Tage gebaut. Und hier gibt es in 3 Töpfchen dieses Kichererbsenpflanzen. Und die Blätter kann man als Curry benutzen, also eine Sauce davon machen und das schmeckt sehr lecker. Und die grüne Kichererbsen schmeckt sehr gut im Vergleich zu der trockenen Variante, die Ihnen haben probiert. So, jetzt ich zeige Ihnen, hier ist ein stapelbar Kräutertopf und hier habe ich ein paar Koriandersamen gegeben und hier gibt es meine Spinat und die sind auch eine typische indische Pflanze, die heißt Brokkolisamen. So man kann Käse mit Brokkolisamen finden. Und dieses Blätter von Brokkolisamen ist sehr lecker. So wir in Indien benutzen das und das ist sehr gesund im Vergleich zum anderen Blätter. So das ist ein so roh, das schmeckt das nicht gut, aber wenn es gekocht ist, das schmeckt sehr gut. So man kann das mit Kartoffel und dieses Blätter zusammen kochen und braten und das schmeckt super lecker. Und hier gibt es meine Erdbeerpflanzen und ich habe zwei kleine Erdbeeren auch. Ich habe viele Erdbeeren von dieses Pflanzentopf gegessen. Die sind immer tragende Erdbeeren. Hier gibt es noch eine. Das sieht schön. So, hier gibt es immer tragende Erdbeeren und die sind, die tragen Erdbeeren in Juni. Und dann hier gibt mehr Pflanzen. Hier sind Essbarblüten, Grünkohl, Mangold, Aubergine, Erdbeerspinat, Paprika, Chili und hier gibt es Taro Roots. So, das habe ich von Indien gekauft und von indischen Lebensmittelgeschäft gekauft, Entschuldigung. Und die Blätter von das ist auch essbar und das ist lecker. So, hier gibt es noch keine Kräutertopf und ich habe eine Erdbeerpflanze gegeben und hier gibt es eine kleine Kurkuma-Pflanze und hier gibt es wieder eine Taro-Root-Pflanze und dann gibt es Brokkolisamen wieder, weil ich will ein Curry davon machen, so ich brauche das viel und die Pflanzen sind wunderbar. Es braucht nur ein paar Tage, nur 4 Wochen und die sind so groß und man kann das essen. So, das ist eine sehr gute und schnell wachsende Pflanze. So, ja, das ist alles von mir. Wenn Sie mögen dieses Kanal, bitte abonnieren Sie
Und wenn ich einen Fehler in meiner Sprache oder so gemacht, bitte schreiben Sie einen Kommentar und bitte auf Bell klicken, in die Glocken klicken und in Kontakt bleiben. Ich freue mich. So, ich wünsche euch einen guten Tag. Tschüss.